Hallo zusammen, ich bin Sebastian Welz, Fotograf und Mitglied bei der Agentur Ostkreuz und ich bin in den letzten Tagen und Wochen ganz viel durch Berlin gelaufen, um zu fotografieren, wie sich die Stadt während der Corona-Krise verändert. Am Anfang war es einfach schockierend, wenn plötzlich eine so lebendige Stadt einfach fast stillsteht. Im Nu war so eine Leere entstanden, eine Leere an Tätigkeiten. Es gibt keine Restaurants mehr, keine Theater mehr, viele Läden sind geschlossen. Ich habe mich so ein bisschen getrieben gefühlt von dieser Krisensituation. Es war am Anfang auch wirklich Stress. Ich dachte, okay, scheiße, was passiert jetzt? Um das so zu verarbeiten, habe ich dann entschlossen, ich möchte jetzt rausgehen, einfach gucken, was so auf den Straßen passiert und zumindest für mich dokumentieren, was in dieser Zeit gerade eben passiert und so was wie ein visuelles Tagebuch. Und dafür ist die Kamera sicherlich ein gutes Medium, ein gutes Werkzeug, um das festzuhalten und zu dokumentieren. Die letzten Wochen waren sehr, sehr intensiv, weil ich fast jeden Tag draußen war und fast jeden Tag fotografiert habe. Und das ist wirklich anstrengend. Und insofern habe ich auch Berlin sehr intensiv erlebt. Auf jeden Fall gibt mir das Fotografieren eine Funktion, mit dieser Situation umzugehen. Gerade jetzt, wo alles mögliche andere ausfällt, wo es eigentlich fast nichts mehr gibt, außer Corona, ist es eine gute Möglichkeit, auch ein bisschen abzuschalten. Ich glaube, der Potsdamer Platz ist in diesen Tagen einer der leersten Plätze überhaupt in dieser Stadt. Ich lasse mich eigentlich so treiben von dem, was ich sehe, sicherlich auch von dem, was ich höre in den Nachrichten jeden Tag. Und meistens sind das halt Situationen, die irgendwie emotional widerspiegeln, was gerade passiert. Menschen, die eine bestimmte Körperhaltung haben, die vielleicht versinnbildlicht, was gerade für eine Stimmung herrscht. Sie ist auch ein bisschen leerer, weil natürlich ganz viele Touristen gerade nicht in Berlin sind und das natürlich auch sehr, sehr deutlich wird. Gerade wenn man so an touristischen Orten sich bewegt, wo wir hier auch gerade sind. Das ist auf jeden Fall eine Entschleunigung. Zu jeder Tages- und Nachtzeit sind momentan mehr oder weniger gleich viele Menschen in der Stadt unterwegs. Und das sorgt für so eine Zeitlosigkeit. Es gibt keine Wochentage mehr, es gibt keine Rush-Hour mehr. Es ist irgendwie immer Sonntag und trotzdem ist nie Wochenende. Und das ist schon ein sehr befremdliches Gefühl. Ja. Ich erkenne meine Stadt total wieder, weil Berliner so ein bisschen trotzig sind und sicherlich auch so einer Krise trotzen. In einer Krise wird jeder und alles irgendwo zu einer schrilleren Form seiner selbst. Ich habe den Eindruck, dass die Menschen in Berlin relativ entspannt sind und entspannt mit der Situation umgehen können. Aber man muss immer im Gewissen haben, okay, jeder mögliche Kontakt könnte jetzt mich anstecken oder ich stecke jemand anders an. Und sich immer wieder klarzumachen, diese Gefahr, die ist nicht weg, die ist immer weiter da. Das ist manchmal ganz schön schwer.